Du hast bemerkt, dass bei deinen Bindungen immer ein Umbruchgeräusch stattfindet. Du nimmst zum Beispiel die Bindung G1 auf C2 und dort passiert es dann immer ta, kra, dass dieses Kratzen, dieses Umbruchgeräusch entsteht. Doch wie kann man trainieren, dass das weggeht? Wichtig, der erste Schritt, wir stellen die beiden Töne nebeneinander. Anhand von diesen beiden Tönen G1 und C2 starten wir mal in dieses Training. Das heißt, wir spielen die Töne G, C, G, C und fühlen in uns hinein, was genau der Unterschied bläserisch zwischen diesen beiden Tönen ist. Grob gesagt würde ich sagen, beim C2 muss man etwas mehr machen. Die Luft fließt ein bisschen schneller und der Ansatz packt auch ein bisschen besser zu, damit eben die Frequenz bei der Trompete zustande kommt und ich einen höheren Ton spielen kann. Wichtig ist jetzt, wenn wir diesen Bereich von G1 auf C2 überblasen, dass wir nicht nur versuchen, mit viel Luft und das möglichst schnell das Ganze zu der Trompete aufzuzwingen, sondern dass wir wissen, was wir da tun. Was passiert denn? Also wir haben die Töne G und C2, Tai. Und wenn ich diese Silben benutze, wirst du merken, auch wenn du es trocken jetzt übst, dass die Zunge mitmacht. Tai, Tai. Die macht eine vorwärts gerichtete Aufwärtsbewegung. Tai. Mein Trompetenlehrer hat immer früher gesagt, nimm doch Taui. Na, dann hast du gleich die Lippen noch dabei, diese machen ein bisschen mehr, das heißt dieses Anspannen der Muskulatur, damit eben die C2-Frequenz auf den Lippen auch zustande kommen kann. Das heißt, wir trainieren das erst trocken, nachdem wir die beiden Töne gegenübergestellt haben, angestoßen. Und jetzt binden wir eben. Wir versuchen von G2 auf C2. Ruhig gerne erstmal in Zeitlupe, damit du ganz genau merkst, was da passiert. Und dann erhöhen wir eben die Geschwindigkeit. Und wenn das funktioniert und du merkst, okay, ich komme drüber über diesen Ton, also ich habe kein Umbruchgeräusch mehr, dann kannst du noch zum nächsten Ton, das heißt zum E2 oder zum G2 nach oben binden. Auch nach unten natürlich, da entstehen meistens keine Probleme, man macht etwas weniger und schon rasten die Töne ein. Aber die Aufwärtsbewegung ist natürlich immer dabei, wenn wir zum Beispiel Folgendes spielen. Also letztendlich kannst du natürlich das Ganze chromatisch anpassen, indem du es dann eben auf Fis, F, E, S, D, Des starten lässt. Das heißt, du musst nicht unbedingt bis zum G2, C3 und so weiter binden, sondern du kannst diese Übung natürlich immer an deinen Tonraum, an deine bläserischen Möglichkeiten anpassen. Also nochmal kurz zusammengefasst, erst die beiden Töne angestoßen nebeneinander stellen, merken, was der Unterschied ist, danach die Trockenübung Taui, Tai, bemerken, dass die Zunge da auch gut mitarbeitet und du kannst natürlich auch noch ein kleines Crescendo einbauen, indem du Tai das Ganze machst. Jetzt der Übertrag auf die Trompete. Erst langsam, danach Tempo gewinnen und dann letztendlich auch die Tonhöhen anpassen, das heißt auch größere Tonabstände üben. Klappt das bei dir, dann nehmen wir auch einen größeren Abstand. Das heißt, wir spielen nicht zum nächsten Naturton, sondern zum Beispiel jetzt von G1 auf E2. Solche Übungen kannst du natürlich auch machen. Dann kommt die Oktave und so weiter und so fort. Also du siehst, wenn du dich damit beschäftigst mit Naturtonbindungen, du kannst die Übungen immer ausweiten und individuell an dich anpassen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten freue ich mich über ein Like und Abo am Ende des Videos. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.